Von der Couch in die Küche, durchs Wohnzimmer, raus auf die Terrasse und dabei keine Sekunde des Lieblingssongs verpassen. Mit Kopfhörern kein Problem, aber eben auch ohne. Ein sogenanntes Multi-Room-System macht es möglich. Was genau das ist und wie ich mittels Apple AirPlay oder Google Chromecast raumübergreifenden Musikgenuss erleben kann, darum geht es in diesem Video. Und damit hallo und willkommen zu diesem Sonoro Produkttutorial. Multiroom, also mehrere Räume. Auf Wikipedia steht dazu: Multiroom bezeichnet eine raumübergreifende synchrone Audio- oder Bildverteilung für Wohnungen, Arbeitsstätten oder Veranstaltungsräume. Fesselnd, oder? Mit Multiroom kann ich meine Musik zeitgleich und synchron überall da abspielen, wo ich es möchte. Auch bekannt als sogenannter Party-Modus. Und das mit vergleichsweise wenig Aufwand. Denn ich muss nicht Meter über Meter an Kabeln durch mein Haus oder meine Wohnung verlegen, um überall Lautsprecher mit einem Abspielgerät zu verbinden. Alles, was ich für den raumübergreifenden Musikgenuss benötige, sind ein Smartphone, ein Tablet oder ein Computer und mindestens 2 Multiroom-fähige Geräte. Mindestens 2, denn ansonsten wäre es ja Single und nicht Multi. Naja, ihr wisst, was ich meine. Unser Meisterstück und der Maestro Quantum bringen genau diese Voraussetzungen mit. Und auch der Escape P6R, den ihr bei uns im Sortiment findet und der als Portable Design Speaker für den Außenbereich geeignet ist, lässt sich für diese Zwecke nutzen. Dank AirPlay oder Chromecast Built-in könnt ihr diese Systeme ansteuern und damit zu einem Multiroom-System vernetzen. Egal welches Streaming-Protokoll ich verwenden möchte, die Grundvoraussetzung ist immer die, dass alle Geräte, die ich anspielen möchte, aber auch mein Abspielgerät, mit ein und demselben Netzwerk verbunden sind. Egal ob per WLAN oder LAN, wichtig ist, dass nicht beispielsweise ein Gerät mit dem Gäste-WLAN verbunden ist oder mein Smartphone mobile Daten verwendet. Je nach Abdeckung bzw. Signalstärke eures Netzwerks könnt ihr übrigens ca. 5 bis 6 Audiosysteme gleichzeitig verwenden. Voraussetzung Nummer 2, eure Audiosysteme müssen natürlich eingeschaltet sein. Das Meisterstück oder den Maestro Quantum kann ich bequem über die Sonoro Audio App einschalten, auch wenn ich gerade nicht im selben Raum sein sollte. Beim Escape P6R genügt ein Druck auf die Standby-Taste. Sind diese beiden Voraussetzungen erfüllt, bin ich mit Apple AirPlay bereits startklar. Über das Kontrollzentrum oder aber in der von mir verwendeten Musik-App kann ich alle Geräte auswählen, über die ich meine Musik streamen möchte. Dazu tippe ich auf das AirPlay-Symbol und lasse mir alle verfügbaren Lautsprecher und Anlagen anzeigen. Jetzt einfach überall einen Haken setzen, wo ich die Wiedergabe starten möchte. Soll die Wiedergabe auf einem Gerät beendet werden, tippe ich das Hakensymbol neben dem Systemnamen an. Sowohl das Hinzufügen als auch das Entfernen funktioniert dabei ohne, dass die Wiedergabe unterbrochen wird, und auch während eines Anrufs läuft die Musik einfach weiter. Die Lautstärke lässt sich gemeinschaftlich oder auch für jeden Raum separat regulieren. Um die Chromecast Built-in-Schnittstelle nutzen zu können, benötige ich zunächst die Google Home App, die ich mir im App bzw. Play Store herunterladen kann. In der App gehe ich dann in den Bereich Einstellungen, Hinzufügen, Lautsprechergruppe. Hier wähle ich alle Systeme aus, die ich zu einer Gruppe zusammenführen möchte, und gebe der Gruppe einen Namen. Diese Schritte wiederhole ich so oft, bis ich alle gewünschten Anwendungsfälle abgedeckt habe. Meine erstellten Gruppen kann ich jetzt über die unterstützten Dienste Spotify oder Deezer auswählen. Mit der Home-App von Apple ist es übrigens auch möglich, solche Gruppen zu erstellen. Generell gilt, für eine bessere Übersicht, welches Gerät welches ist oder welches System wo steht, kann ich den Namen des jeweiligen Gerätes ändern oder ergänzen. Das geht entweder über die Einstellungen direkt am Gerät, mit Hilfe der Sonoro App, oder in der Google bzw. Apple Home App. Möchte ich mein Multiroom-System erweitern, bin ich gut beraten zu prüfen, ob meine Neuanschaffung das von mir bereits verwendete Streaming-Protokoll unterstützt. Denn ansonsten ist eine Einbindung nicht möglich und der Frust nachher ziemlich groß. Aber auch für diesen Fall haben wir eine Lösung parat.
die übrigens auch für die über Jahre zusammengestellte und liebgewonnene Komponentenanlage funktioniert. Mit dem M1R-Modul kann ich nahezu jede Anlage nachträglich mit Apple AirPlay, Google Chromecast, Spotify Connect und Bluetooth 5.0 nachrüsten. Eine Stromquelle via Steckdose oder USB und ein freier AUX-Anschluss an dem Gerät, das ich nachrüsten möchte. Und schon kann ich auf die Vorteile des WLAN und Multiroom-Streamings zugreifen, ohne alles von Grund auf erneuern zu müssen. Egal für welchen Weg ihr euch entscheiden solltet, dem raumübergreifenden Musikgenuss ohne aufwendige Um- und Ausbaumaßnahmen steht nach diesem Video hoffentlich nichts mehr im Weg. Ich sage Tschüss und bis bald bei einem weiteren Sonoro Produkttutorial.